Ihr braucht dafür gar nicht so viele Zutaten. Ich habe hier 200 Gramm normalen Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, dann habe ich hier 250 Gramm süße Sahne und dann mache ich hier noch so einen großen Esslöffel Blütenhonig da rein. Ihr müsst euren Arbeitsplatz hier entsprechend vorbereiten, weil das nachher alles sehr schnell gehen muss. Ich heize schon mal die große beschichtete Pfanne hier an, die ich vorbereitet habe. Ich heize erstmal voll an und würde nachher eine Stufe runterschalten. Zum Rühren des Ganzen habe ich hier einen kleinen Holzlöffel. Ich habe hier Backpapier vorbereitet auf einer größeren Fläche, wo wir das Ganze nachher verteilen werden, und ein Messer bereitgelegt, um die Masse nachher zu schneiden. Also zuerst geben wir jetzt hier den Zucker in die vorgeheizte Pfanne. Dazu auch gleich den Vanillezucker und natürlich die Sahne für die Sahnebonbons. Dann, wie gesagt, werde ich hier, ich sag mal so circa einen Esslöffel Blütenhonig dazugeben. Das macht einen besonderen Geschmack der Bonbons aus. Und jetzt wird alles einfach hier verrührt und eine Weile aufgekocht, sodass der Zucker karamellisieren kann. Dann kriegt er so einen ganz besonderen Geschmack. Das wird jetzt ein paar Minuten dauern. Der Zucker ist jetzt komplett aufgelöst und die Masse fängt jetzt an zu kochen und Blasen zu schlagen. Ich habe jetzt die Herdplatte auf höchste Stufe gestellt und lasse das eine Weile einkochen. Wenn das jetzt anfängt stark zu kochen, stelle ich das hier eine Stufe runter auf die 8 bei mir und lasse das einfach weiter kochen. So, die Blasen fangen jetzt an, ein bisschen flacher zu werden. Jetzt sollte sich auch die Farbe langsam anfangen zu ändern. Jetzt kommen hier so kleine braune Flecken manchmal hoch, wenn ich hier rühre. Das heißt, an der Unterseite der Masse fängt das langsam an, stark zu karamellisieren. Deswegen rühre ich das jetzt auch ständig um, damit das nicht unten zu heiß wird an der Masse und oben eben noch kalt ist. Immer wieder so kleine braune Punkte hier drin. Ich weiß gar nicht, ob man das so sehen kann. Jetzt müssen wir hier aufpassen. Die Masse wird langsam dunkler, hat aber noch nicht die Farbe erreicht, die sie haben soll. Ich werde das Herd schon mal ausschalten. Jetzt wird es langsam hellbraun. So, da die Pfanne so ein bisschen nachheizt noch, nehme ich die schon mal hier hoch. Wir haben jetzt eigentlich schon eine schöne Bräune gereicht.
Und ich denke mal, dass wir das jetzt einfach mal hier ausgießen. Und abkühlen lassen. Man könnte das jetzt noch ein bisschen länger in der Pfanne lassen. Aber ich denke mal, das reicht jetzt schon. So, das kann jetzt hier so ein bisschen abkühlen. In der Zwischenzeit würde ich sagen, machen wir aus den Resten hier noch ein bisschen Karamellmilch in der Pfanne. Einfach mal ein bisschen Milch reingeben, um das aufzulösen. Dann habt ihr auch gleich die Pfanne sauber. So, die Masse hier lassen wir so ein bisschen abkühlen, bis sie so ein bisschen zäh wird und man sie schneiden kann. Und dann werden wir die Masse gleich einschneiden. Ich lasse das mal ein bisschen ruhen so lange. So, nach ungefähr 10 Minuten haben wir das Ganze handwarm und immer noch etwas weich. Jetzt können wir das einschneiden, und zwar wollen wir ja Bonbons draus haben. Wir schneiden jetzt also hier am besten Streifen von, die ungefähr die Dicke, die Breite haben, wie wir die Bonbons haben wollen. Also das ist hier ungefähr so. Das muss auch alles nicht so genau sein. Und dann schneide ich jetzt hier so Stückchen, 3 bis 5 Zentimeter. So. Dann können wir jetzt die noch relativ weichen Teile hier nehmen und rollen die so ein bisschen zusammen, dass sie eine Bonbonform haben. So. Ja. Macht sich dann im Mund ein bisschen besser. Könnt ihr größere, kleinere machen. Das lässt sich noch gut formen. So, die Bonbons sind jetzt fast kalt. Sie sind noch etwas weich, also kann man noch rollen. Die Sahnebonbons werden umso fester, je weniger Sahne ihr reinmacht. Wenn ihr ein bisschen weniger Sahne nehmt, werden die etwas fester. Die sollten natürlich im Mund weich werden und schmelzen. Um das genau hinzukriegen, ist natürlich schwierig. Wenn ihr das hier so in der Hand nochmal dreht, dann könnt ihr wirklich schöne runde Bonbons daraus bekommen. So ihr denn runde Bonbons haben möchtet. So, die Bonbons kommen jetzt hier auf einen Teller und können noch eine Weile abkühlen.
Ich sage dann Tschüss und bis zum nächsten Mal.